Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 5 2025. Das hier ist meine 20. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 5 1995. 30 Jahre dazwischen. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt in Hab-8-Stellung gehen muss. Captain Jean-Luc Picard höchstpersönlich auf dem Cover der PC Games. Wahnsinn. Aber die Ausgabe ist nicht nur deshalb besonders, nein, es ist auch drinnen eine ganze Menge los, nämlich wir haben einen Vorschaubericht auf Vollgas, Full Throttle aus dem Hause LucasArts, dann NBA Live 95 von Electronic Arts reiht sich ein in die Sportsimulationen, dann natürlich Dark Forces als Spiel des Monats, der Konkurrent für Doom aus dem Hause id Software und eine ganze Menge an Demos ist drauf, unter anderem Vollgas, Lost Eden. Und ganz ehrlich, Lost Eden, ich glaube, das habe ich hier zum ersten Mal gesehen und auch ganz, ganz oft angeschaut. Lange bevor ich mir das Spiel geholt habe, das war nämlich dann in der Softwarepyramide oder diese White-Label-Ausgaben. Hier war es drauf auf der CD-ROM. Das habe ich meinen Freunden gezeigt, das habe ich jedem gezeigt, der es sehen wollte, Lost Eden. Egal, wir schauen jetzt hier mal rein. Und hier ist er dann, der Vorschaubericht für Star Trek The Next Generation A Final Unity. Und leider ist es nur eine Seite. Das Cover ist groß mit Captain Jean-Luc Picard und hier ist es nur eine Seite Vorschaubericht. Schade, schade. Und ich muss gestehen, dieses Spiel ist komplett an mir durch, weil ich zu dieser Zeit noch überhaupt kein Star Trek-Fan war. The Next Generation ist absolut meine Lieblingsserie aus dem Star Trek-Universum, aber ich habe die erst viel später dann nachgeholt sozusagen. Zu der Zeit ist es komplett an mir durch und ich weiß nicht genau, ob ich da nicht vielleicht was verpasst habe. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Und die Hefte bieten ja immer mal wieder etwas Kurioses. Hier diese ganzseitige Werbung und guckt euch diesen Spruch an. Wie alle neuen Babys wird sie dies die ganze Nacht wach halten. Wie alle neuen Babys wird sie dies die ganze Nacht wach halten. So muss man sprechen. Also ganz ehrlich, Leute, wer war denn da fürs Marketing zuständig? Um was geht's? Frontier First Encounter. Ich muss gestehen, ich habe nach Elite 2 aufgehört. Ich kann euch nicht sagen, ob First Encounter noch etwas taugt und ob es eine ganze Seite Werbung wert war. Ein weiterer toller Vorschaubericht hier auf Gabriel Knight 2 aus dem Hause Sierra. Und ich muss gestehen, Sierra war überhaupt nicht mein Beuteschema. Ich war mehr so der LucasArts-Fan. Aber Gabriel Knight 2 hat mich damals ebenfalls ziemlich mitgenommen. Thematisch nicht mitgenommen im negativen, sondern im positiven Sinn. Das war eines der großartigen CD-ROM-Adventures mit echt gefilmten Schauspielern. Das hat eine richtig krasse Story gehabt und es hat mir unheimlich imponiert zur damaligen Zeit. Es gibt's auch auf GOG. Ich glaube, das wäre auch mal wieder einen Blick wert. Gabriel Knight 2. Ich freue mich schon auf den Testbericht in einer der nächsten Ausgaben. Mobil konnte man damals auch schon sein. Es gab schon richtig schnucklige Notebooks für die schmale Mark. Guckt euch mal diese Dinger hier an. Ach du Schande. Hier Ascom. Ein 9,5 Color Display TFT Laptop mit, was haben wir drin? Intel 486, 100 MHz und das Ganze kostet schlappe 5.499 D-Mark. Wenn man es inflationsbereinigt rechnet, sind das etwa 4.800 Euro. Alter Freund, waren die teuer und guckt euch diese klobigen Kästen an. Wenn man den auf dem Schoß hatte, war nach einer halben Stunde hatte man kein Gefühl mehr in den Beinen wahrscheinlich. Hier ein witziger Bericht über den Kampf PC gegen Konsole und ich möchte gar nicht genauer reinschauen. Er ist ziemlich lang, es ist ziemlich viel Text und letztlich ist es ja doch immer eine Herzensangelegenheit gewesen, ob man PC oder eben Konsole spielt oder eben auch beides. Mein Gott, was soll's? Hauptsache Spaß, oder? Ja, sie vergleichen hier natürlich einzelne Spiele, hier in dem Fall Ridge Racer gegen NASCAR Racing und ganz ehrlich, die mochte ich beide total. Ridge Racer war auf dem Automat und auch auf der Playstation damals einfach ein Burn. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und NASCAR Racing genauso. Also, mein Gott, was soll's. PC, immer schon auch ein bisschen die Arbeitskiste, aber auch eine geniale Spielekiste und die Konsole eben eine geniale Spielekiste. Mensch, wie gesagt, Hauptsache Spielspaß. Dafür waren wir doch alle bei diesem Hobby dabei und sind's immer noch.
Es gab eine Zeit, da habe ich LucasArts Adventures unbesehen gekauft und aus dieser Zeit stammt Vollgas oder eben auch Full Throttle im Englischen genannt. Das hat mich damals wahnsinnig mitgenommen, das fand ich unfassbar genial, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Spiel hat mich echt gepackt. Ich weiß, es haben viele natürlich gesagt, es sei rätseltechnisch nicht sonderlich anspruchsvoll, das stimmt. Es haben auch viele gesagt, es wäre von der Spielzeit her nicht besonders lang. Das stimmt auch. Und trotzdem war das einfach ein unfassbar geniales Gesamtpaket für mich persönlich. Vollgas, Full Throttle. Mit der Musik, ich weiß noch, wie ich damals in den Laden gegangen bin, bei mir ums Eck, um die CD zu suchen mit der Musik. Also, ja, Nostalgie pur, Full Throttle, Vollgas, für mich eines der ganz, ganz großartigen LucasArts Adventures und ich freue mich schon auf den Test in einer der nächsten Ausgaben. Und wieder aus der Rubrik Spiele, die ich selber nie gespielt habe, Bing! Eine quasi Wirtschaftssimulation, in der man ein Krankenhaus managen musste. Fiel natürlich damals auf durch den sehr schrägen Humor, durch den extravaganten Zeichenstil. Also all das machte Bing zu etwas Besonderem. Und ich habe mir sagen lassen, es hat wohl auch Spaß gemacht. 2 meiner Kumpels haben das gespielt. Die haben sich auch immer fleißig drüber unterhalten. Aber für mich war das einfach gar nichts. War ich vielleicht zu faul, zu blöd, zu unbegabt? Keine Ahnung, war halt einfach nicht meines. Zum Spiel des Monats muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Star Wars Dark Forces aus dem Hause LucasArts. Mann, was war das für ein genialer Shooter. Doom hatte die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Doom 2 hatte sie dann ein ganz kleines bisschen höher geschoben, ohne viel Neues zu bieten. Dark Forces hat für mich die Messlatte einiges höher gesetzt. Und zwar nicht nur, weil es spielerisch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, es hatte natürlich auch den Star Wars Bonus. Und ich muss sagen, das hat seine Lizenz wirklich genutzt. Das war grandios, das war von vorne bis hinten einfach ein geniales Spiel. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde, es war wahnsinnig gut zu steuern. Also toller Levelaufbau, Gegner, Kampf, Action gegen die Sturmtruppler. Also all das war richtig, richtig klasse. Das Einzige ist, und das ist auch hier im Testbericht genannt, die Zwischensequenzen, die waren nicht das Gelbe vom Ei. Man muss dann schon sagen, im Vergleich zum Rest des Spiels fielen die deutlich ab. Und auch im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt fielen die einfach deutlich ab. Ich glaube, wir alle hatten uns zu dem Zeitpunkt gewünscht, dass sie mit realen Schauspielern drehen würden. Und dann kamen eben diese gezeichneten Videosequenzen, die sahen dann doch etwas, aus, muss ich sagen. Auch gerade im Vergleich zu Full Throttle war eigentlich relativ wenig Bewegung in Dark Forces. Also es waren dann doch meistens Standbilder der Personen, die einfach nur ein bisschen geredet haben, während die Zwischensequenzen, die 3D gerendert waren, die waren richtig gut. Also irgendwie, weiß nicht, storytechnisch nicht ganz so wahnsinnig toll, aber spielerisch Dark Forces einfach ein Meilenstein und für mich einer der ganz, ganz großen Hits im Jahr 1995. Erinnert ihr euch noch an Hugo? Da gab es mal diese Game-Show, wo man anrufen konnte und dann konnte man den Hugo durch irgendwelche Levels steuern und über das Telefon per Tastendruck steuern, wenn man ein Tonwahltelefon hatte. Also diese Telefone, die beim Tippen dieses gemacht haben und eben nicht noch ein analoges Gerät wie bei mir zu Hause, wo es noch gemacht hat. Ja, und dann konnte man im Fernsehen mitspielen und diese Spiele spielen und die Reaktionszeit war unterirdisch und da dachten wohl welche, wir setzen das Ganze für den PC um und die PC-Umsetzung war genauso grottig und unterirdisch wie die Spiele auf dem Fernseher, aber es gab Hugo für den PC. Oh mein Gott. Ich kam ja direkt vom C64 zum PC und dementsprechend mochte ich einige der Spiele dort sehr, sehr gern, nämlich unter anderem Katakis oder auch R-Type. Und in Turrican gab es ja auch den Katakis Level und hier kam dann auf dem PC ein Spiel aus dieser Genresektion, nämlich Prototype, ein Sidescroller, der einfach gute Action geboten hat, gute Grafik geboten hat und das war auf dem PC tatsächlich eher Mangelware. Also solche Klassiker, die man auf den Konsolen auch extrem viel fand, waren auf dem PC dann doch eher die Ausnahme. Da hat man immer so ein bisschen neidisch auf die
ja, auf die Konsolenfraktion geschaut. Insofern war das hier eine tolle Abwechslung, hat viel Spaß gemacht, für zwischendurch auf jeden Fall einen Blick wert damals und es spielte sich echt gut. Und während einige Hersteller aufgedreht haben, dass es nur so krachte, waren andere Spiele dann doch eher so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und das ist eines dieserjenigen. Jungle Strike, der Nachfolger von Desert Strike. Und diese Reihe, ich weiß gar nicht, das war die gleiche, die es auch auf dem Amiga gab, oder? Oder der Vorgänger war auf dem Amiga. Jedenfalls, das war so der typische Vertreter der Spiele, wo ich dann gesagt habe auf dem PC, ist nicht mehr so meins. Das war mal nett, macht jetzt aber nicht mehr so wirklich viel Spaß und es war auch nicht so der wirkliche Brüller. Diese Videosequenz da unten, die kenne ich deshalb, weil die PC-Player sich damals über diese Videosequenz so ein bisschen lustig gemacht hat. Sie haben sie nämlich nachsynchronisiert. Wer die PC-Player mit den Multimedia-Leserbriefen kennt, der wird sich möglicherweise, genauso wie ich, dran erinnern. Schöne Grüße an die Kollegen der PC-Player-Redaktion. Und der Hardware-Hunger greift um sich, wenn Origin ein Spiel rausbringt, nämlich hier BioForge. Gute Tradition von Alone in the Dark und Ecstatica. Die Origin-Jungs haben gedacht, wir machen das grafisch besser, wir hauen da richtig auf die Kacke. Und BioForge sah wirklich für die damalige Zeit verdammt gut aus, aber ich weiß, auf meinem Rechner war das nicht spielbar. Keine Chance. Ich habe die Demo probiert, das ging gar nicht. Ich habe es erst viel, viel später dann mir irgendwann geholt in einer Software-Pyramide oder auf dem Grabbeltisch. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls erst viel später. Und BioForge war wirklich ein klasse Spiel. Von der Steuerung her auch ein bisschen sperrig, muss man sagen. Gerade wenn man es heute wieder in die Hand nimmt, muss man sich doch sehr dran gewöhnen. Aber damals war es klasse und ich mochte vor allem das Setting, dieses Science-Fiction-Setting mit dem humanoid umgeformten Roboter. Also ich fand das alles extrem spannend. BioForge auf jeden Fall einer der Titel, die ich gut in Erinnerung behalten habe. Und man sieht es auch hier unten im Wertungskasten, genau das war nämlich der Fall. Required 486 DX50 und Recommended 586 mit 16 MB RAM, ja. Und ich stand da mit meinem 486 DX33 und da ging's einfach nicht vorwärts. Keine Chance. Ich habe in meinen Videos ja schon öfter erwähnt, dass ich mit Strategie nun wirklich nichts am Hut hatte, einfach weil ich es nicht gut konnte. Das hier habe ich trotzdem gespielt und zwar ganz, ganz intensiv. XCOM Terror from the Deep. Das hat mich irgendwie fasziniert. Das war eine total klasse Mischung aus Science-Fiction, Strategiespiel mit Rollenspielelementen und. Also das war wirklich, irgendwie war es ein toller Mix und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war wahnsinnig herausfordernd. Ich weiß, ich habe da echt gekämpft. Ich musste da auch komplett Lösungen zu Rate ziehen, um genau zu wissen, wie muss ich meine Männer ausrüsten, wo stehen die Aliens im Level und. Also es war für mich kein Durchkommen ohne Lösung, aber es hat mich einfach fasziniert. Also es war irgendwie gedanklich so ein bisschen, weiß ich nicht, es hat mich einfach ein bisschen an Syndicate erinnert, so vom Stil her, dieses isometrische, das Navigieren der Personen und also es war auf jeden Fall, war ein tolles Spiel. XCOM Terror from the Deep auf jeden Fall eine Perle im Jahr 1995. Electronic Arts hat sich aufgemacht, den Thron der Spielehersteller zu erobern. Das hat damals schon angefangen. Nicht nur dadurch, dass sie angefangen haben, Spielestudios zu kaufen, nein, sie haben auch mit ihren berühmten Sportreihen angefangen. Neben FIFA war das natürlich ganz lang hier NBA Live. NBA Live 95 in diesem Fall ein grafisch echt grandioses Spiel für die damalige Zeit. Es hat eine unheimliche Spieltiefe gehabt und es hat sich einfach wahnsinnig gut gespielt. Also das war schon in jedem Fall eine Hausnummer, mit der man wirklich stundenlang Spaß haben konnte, selbst wenn man Basketball nicht so gemocht hat. Also ich war jetzt kein Basketball-Fan, aber damit zu spielen, das war schon richtig spaßig. Und es war natürlich besonders witzig, wenn man sich mit mehreren vor dem Rechner versammelt hat. Man konnte bis zu 4 Spieler vor einem PC versammeln und dann NBA Live spielen. Das war schon ganz witzig. Es war aber auch vor einem 14-Zoll-Monitor dann verdammt eng. Das kann ich euch sagen. Wir schauen wie immer auf die Lasercharts. MS-DOS/CD-ROM. Wie sieht's denn diesen Monat aus? Wing Commander ist immer noch auf Platz 1. Dann kommt Colonization Siberia, Magic Carpet. Dann Rebel Assault ist wieder dabei auf Platz 5. Rebel Assault war verschwunden, ist jetzt wieder dabei. Dann NASCAR Racing neu eingestiegen. Creature Shock ist nach oben gewandert, ganz gewaltig.
Das Schwarze Auge 2 ist mit dabei, X-Tatica, Mega Race neu dabei, Die Siedler, Bloodnet neu dabei, Dark Sun 2 neu dabei, Legend of Kyrandia 3 ist dabei, FIFA Soccer King's Quest 7 neu dabei, Leisure Suit Larry 6 ist neu dabei, Sam & Max, Terminator Rampage neu, Alien Legacy neu, Cool Spot neu, Little Big Adventure ist noch dabei, NHL Hockey 95 neu, Panzergeneral neu, Strike Commander neu, System Shock, Theme Park, Wing Commander Armada, Aces of the Deep neu dabei und als letztes Al-Qadim neu dabei. Also da ist doch einiges los in den Charts. Wow, Charts voll mit Spieleperlen. Und interessant auch die Übersicht der Spiele-Genres der Einzelnen. Ich kann sie nicht alle vorlesen. Wenn ihr Bock habt, das anzuschauen, ich blende sie euch jetzt ein, dann drückt einfach auf Pause und dann könnt ihr mal durchschauen, was damals so zu dieser Zeit angesagt war. Wie gesagt, wir befinden uns im Jahre 1995. Und wir schauen natürlich wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rosshirt. Und wer es nicht mag, der darf einfach kapiteltechnisch weiterklicken. Ich kann mir das nicht verkneifen, ich muss da reingucken. Und diesmal sind gar keine besonderen Leserbriefe drin, die mir so wirklich gefallen, aber es sind 2 drin, die ein tolles Thema aufgreifen, nämlich den Unmut bzw. die Begeisterung über die Spiele von Origin. Denn Origin hat die Spielergemeinde gespalten. Origin und kein Ende. Hallo Rainer, eigentlich ist es gar nicht meine Art, Leserbriefe zu schreiben, jedoch hat die Firma Origin mein Blut so stark in Wallung gebracht, dass ich mich zum ersten Leserbrief meines Lebens entschlossen habe. In welcher Welt lebt Origin eigentlich? Ich kann mir doch nicht für jedes Spiel, und sei es auch noch so toll, einen neuen PC kaufen, obwohl ich mit meinem 486 DX2 eigentlich ganz gut gerüstet bin. Zuerst der Untergang der Hardware mit Ultima 8 und nun das Dilemma mit Wing Commander 3, das wohl den Spieler zwingen soll, auf 16 Megabyte oder mehr aufzurüsten. Wohin soll das noch führen und wer soll das bezahlen? Zweiter Brief. Hallo Rainer. Normalerweise bin ich ein ruhiger, gelassener Typ, aber wehe, wenn über Origin geschimpft wird. Da werde ich zu einem blutrünstigen Monster. Nein, im Ernst. Warum wird immer an Origin herumgegängelt? Haben wir nicht die besten Spiele Origin zu verdanken? Ich denke da an Wing Commander, Privateer, System Shock, Underworld und natürlich Wing Commander 3, das beste Spiel, das es je gab. Ich finde es gut, wenn bis an die Grenzen des Möglichen gegangen wird, auch wenn ich nicht die nötige Hardware hätte. Diese Spiele sind später immer noch sehr gut, die PC-Preise fallen ja eh in den Keller. Und Rainer hat geantwortet, wie er es eben immer so macht, passend zum Thema, manchmal beleidigend, wenn man ihn beleidigt und eben sachlich, wenn man sachlich bleibt. Diese 2 Briefe sind stellvertretend für all die vielen anderen, die auch noch zu diesem Thema kamen, wobei sich auch die vertretenen Meinungen nahezu die Waage halten. Offensichtlich scheint sich Origin mit dieser Methode genauso viele Freunde wie Feinde zu machen. Was man ihnen aber nicht aberkennen kann, ist, dass sie Spieleklassiker schaffen. Da die Diskussion darüber anfängt, unfruchtbar und etwas langweilig zu werden, würde ich sie heute eigentlich gerne versanden lassen. Wer dazu einen bisher unerwähnten Aspekt entdeckt, kann sich natürlich weiterhin melden. Die Zeit und vor allem die Verkaufszahlen werden zeigen, ob Origin auf dem richtigen Weg ist. Ja, genau das war's, ne? Origin und seine Hardware-Anforderungen. Und man muss sagen, ja, Wing Commander 3 ist ein Klassiker, der sich auch heute noch verdammt gut spielt. Insofern haben sie wohl alles richtig gemacht. Und richtig gemacht hat's auch unser Rainer Rosshirt. Ich liebe diese Leserbriefe und es war immer die Section, die ich als erstes aufgeschlagen habe, wenn die PC Games kamen. Lieber Rainer, wenn du eines meiner Videos siehst, vielen Dank für diese Zeit, vielen Dank für tolle Leserbriefe. Das vermisse ich echt. Rainer Rosshirt hat ja nicht nur die Leserbriefe geschrieben, nein, er hatte auch immer die Down the Drain Section und dieses Mal hat er gleich 2 CD-ROM-Spiele zur Auswahl gehabt in der Down the Drain Section, nämlich L-Zone und Gadget, 2 CD-ROM-Vertreter, die irgendwie interessant aussahen, aber einfach unfassbar schlecht zu spielen waren, die überhaupt keinen Spaß gemacht haben und das war damals durchaus öfter mal der Fall. Irgendwie wollte jeder vom CD-ROM-Kuchen was abhaben, aber so richtig gezündet hat's eben nicht bei jedem Spiel. Dementsprechend Down the Drain gelesen, ich habe die beiden nie gespielt, ich weiß nicht, ob es jemand von euch getan hat, also diese beiden definitiv unbekannt für mich und ich glaube, das werde ich auch nicht nachholen. Wer auf dem PC gespielt hat damals, hatte MS-DOS als Betriebssystem. Ganz klar eine oder mehrere Bootdisketten
oder ein Boot-Startmenü. Dann hatte man noch Windows 3.11 drauf in den meisten Fällen und dann war es das auch. Hier kam ein Konkurrent zu MS-DOS, Windows, blablabla, OS 2. Das neue Betriebssystem hat sich angeschickt, den Weltmarkt zu erobern und wenn ich das noch richtig weiß, war die Verbreitung eher mau. Es konnte nicht wirklich zünden. Im Profibereich mit den Multitasking-Fähigkeiten war es noch einigermaßen interessant. Aber für den Otto-Normal-PC-User war es einfach nix. Schon allein deshalb, weil zu dieser Zeit die Spiele einfach eine treibende Kraft auf dem PC waren. Und Spiele unter OS 2 war eine schwierige Sache. Musste man mit einem Virtual Machine Modus starten. Es gab wenige Spiele, die für OS 2 optimiert waren. Also insofern hat sich das dann nicht wirklich durchgesetzt. Und es ist natürlich technisch beeindruckend, wenn man mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen kann, hier im Multitasking in mehreren Fenstern. Aber ganz ehrlich, in der Praxis macht es ja dann wohl weniger Sinn, 2 Spiele gleichzeitig laufen zu lassen. Das war natürlich ein technisches Feature, was man präsentieren konnte, was aber im Alltag irgendwie völliger Nonsens war, oder? Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Vollgas, Full Throttle, dem Testbericht zum LucasArts Adventure. Auf das freue ich mich extrem und ich glaube, ich habe auch mal Bock, das wieder zu spielen. Dann natürlich der Testbericht zu Lost Eden. Da habe ich ja schon ein Video gemacht, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Lost Eden, eine Perle dieser Zeit. Ungewöhnlich, aber einen Blick wert, würde ich sagen. Dann Bing und Star Trek The Next Generation. Vielleicht ist dann etwas mehr drin als nur diese eine Seite in dieser Ausgabe. Da ist sie schon, die Ausgabe 6, 1995. Da sieht man auch schon, womit es weitergeht, nämlich unter anderem einem tollen Vorschaubericht auf Heart of Darkness, einem Spiel ähnlich wie Flashback und auf das habe ich mich extrem gefreut. Und dann kam es einfach ganz lang nicht raus und als es dann endlich kam, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Egal, ich habe auf diese Ausgabe Bock und ich hoffe, ihr auch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei dieser Ausgabe oder einem meiner Gameplay-Videos. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.